Hunter x Hunter Kapitel 417 und 418 sind jetzt draußen und ich weiß, ich bin sehr, sehr spät, aber wir haben Glück, weil diese zwei Kapitel hängen irgendwie zusammen, da wir zwei verschiedene Perspektiven bekommen zur gleichen Situation. Also, nicht lange drum reden, wir gehen rein. Eine Salve aus Benjamins Waffe reißt durch Zeretnichs Bauch und schleudert ihn nach hinten. Salkov bleibt starr in seiner knienden Haltung, den Blick auf den Boden. Benjamin geht zu dem Körper hinüber, erklärt, dass Zeretnichs Worte eine Krankheit für die Gesellschaft sind, verurteilt ihn zu Tode und tritt ihn auf den Bauch. Dann verflucht er ihn zur Hölle, fordert ihn auf, sich beim Sterben genau an diesen Moment zu erinnern und zertritt ihm mit dem Stiefel das Gesicht. Salkov dreht sich nicht um, stattdessen versucht er herauszufinden, ob der Körper hinter ihm eine Fälschung ist und falls ja, wann die Illusion begonnen hat und wie weit sie reicht. Benjamin atmet erleichtert aus, weil Zeretnich keine Counteractive-Fähigkeit richtig erlernt hat. Und Salkov fragt sich, ob Benjamin selbst überhaupt echt ist und was die anderen im Raum gerade sehen. Beim Hinausgehen sagt Benjamin zu Salkov, dass er exakt das berichten soll, was er gesehen hat. Fast wörtlich dieselbe Anweisung, die Zeretnich ihm kurz zuvor gegeben hat. Salkov will es überprüfen. Er erinnert sich an die Wunde in Tetas Gesicht, die nur für Nen-Anwender sichtbar ist und beschließt zu kontrollieren, ob sie verschwunden ist. Dazu kommt er nicht, denn Benjamin lässt ihn abführen. Benjamin macht sich mit der zweiten Dosis von TSK 17 im Stiefel auf den Weg zu Raum 1001. Dort sind nur der 5. und der 6. Prinz. Zanglei und Lazarus haben sich bereits vor der Ausrufung des Kriegsrechts abgesetzt und ein Mitglied der Hunter Association hat Kanjidol angegriffen und Lazarus bei der Flucht geholfen. Benjamin ordnet an, das als Druckmittel gegen die Association einzusetzen. Damit ist Lazarus' Plan aus Kapitel 414 aufgegangen. Er ist raus. Der Preis ist, dass die Association jetzt selbst zum Ziel wird. In Raum 1001 erklärt Benjamin to Beppa und Tyson die Lage. Er sagt, dass er das Kriegsrecht wegen eines Verräters im Militär ausgerufen hat, der eine Waffe entwendet hat und dass diese eigentlich für gefährliche Kreaturen auf den neuen Kontinent an Bord gebracht wurde. Dann bringt der Kurapikas Hypothese zur Sprache, dass Karkin den Schutz der Guardian Spirit Beasts verlieren würde und die Monarchie zusammenbreche, aber alle Beteiligten dafür überleben. Und während sie zuhören, versprüht er unbemerkt TSK 17 in die Luft. To Beppa durchschaut immerhin die Hälfte. Sie vermutet, dass Benjamin bei den angekündigten Inspektionen zuschlagen will und dass er noch etwas verbirgt, weil sich für eine gestohlene Waffe allein kein Kriegsrecht lohnt. Sie sucht halt nur an der falschen Stelle, denn die Gefahr kommt nicht erst später, denn sie wird gerade frisch eingeatmet. Balsamilko und Koventoba bitten darum, in Gewahrsam genommen zu werden, weil sie nicht wissen, ob sie noch unter Manipulation stehen. Benjamin sagt ihnen, dass es ihm genauso geht und befiehlt ihnen, Gyo einzusetzen. Sie sehen seinen Zustand. Er ist mit einem Fluch von Camillas Have-Nots belegt, mit TSK 17 infiziert und hat noch einen halben Tag zu leben. Und möglicherweise ist er zusätzlich Ziel des Nen-Fluchs, den Beyond auf Furikov gelegt hat. Beide greifen zu den Waffen und schließen sich an. Zwei Männer, die sich selbst nicht mehr trauen, folgen einem Mann, der sterbend vor ihnen steht. Das passt irgendwie sehr gut. Balsamilko kündigt außerdem an, mögliche Teilnehmer an Halkenburgs Bewusstseinsaustausch über eine Feder auf dem Handrücken zu identifizieren. Dann geht Benjamin im Kopf jeden Prinzen durch. Camilla ist infiziert und in etwa 13 bis 19 Stunden tot. Ihre Geschichte lässt sich so drehen, dass sie als Angreiferin dasteht. Zeretnich ist tot, der Kopf wurde zertreten. To Beppa und Tyson sind ebenfalls infiziert und sterben etwa zeitgleich mit Camilla. Fugetsu ist zu schwach für Gegenwehr und lässt sich unter dem Vorwand eines Suizids beseitigen. Wobble und Euto sind kein Problem, solange die echte Wobble nicht gefunden wird. Wird sie gefunden, sterben beide mitsamt der Familie. Halkenburg, Lazarus, Zanglei und Marayam sind zu beseitigen oder zu infizieren. Für jeden Namen gibt es nicht nur eine Methode, sondern auch eine Deckgeschichte. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Enthüllung des Kapitels, wozu ich sogar ein Short gemacht habe. Hunter x Hunter Kapitel 417 ist jetzt draußen und wir erfahren endlich, was die Fähigkeit von Benjamins Guardian Spirit Beast ist. Die Fähigkeit von Benjamins Guardian Spirit Beast heißt Gypsy Life Bohemian Rhapsody und sie funktioniert folgendermaßen. Nach Benjamins Tod verschmilzt sie mit dem Benjamin Baton. Dann wählt sie einen seiner Blutsverwandten aus, ergreift von ihm Besitz und wird zu dessen Guardian Spirit Beast. Die Auswahlkriterien legt entweder Benjamin im Voraus fest oder sie bleiben dem Ermessen des Beasts überlassen. Nun kommen wir zu den entscheidenden Teil. Dieselben Kriterien greifen jedes Mal erneut, wenn der jeweilige Träger stirbt und ein neuer gewählt wird. Das ist ein Weitergabemechanismus über Generationen hinweg und damit ergibt alles Sinn, was Benjamin seit Kapitel 413 tut. Er sagt zu Camilla, dass er keine Angst vor dem Tod hat. Er will als König ein Testament erlassen und ein Testament schreibt man für die Zeit nach dem Leben. Er will zum spirituellen Kern des Karkin Tree werden. Als er damals ankündigte, dass die Huigoro-Linie ewig währen soll, meinte er nicht die Dynastie, sondern sich selbst. Und es erklärt auch Furikovs Verzweiflung. Stirbt Benjamin durch Beyonds Fluch, wird das Biest ausgelöscht und mit ihm die ganze Kette. Deshalb muss Benjamin
sondern an etwas anderem sterben, eben dem Gift. Am Ende verflucht Benjamin seine Mutter, nicht dafür, dass sie ihn vergiften ließ, sondern dafür, dass sie Furikovs Loyalität missbraucht hat, um ihn zur Ausrufung des Kriegsrechts zu treiben. Und er beschließt, sie zu einer Wahl zu zwingen, zwischen ihrem eigenen Leben und dem seines Bruders, also Halkenburg. Ja, soviel zu Kapitel 417. Nun steigen wir ein in Kapitel 418, denn das spult nämlich zurück auf die Zeit kurz vor Benjamins Angriff auf Raum 1004. Seretnich übt sein Zetsu mit Salkov. Was Salkov nicht weiß, er übt gleichzeitig seine Fähigkeit. Und Seretnich geht durch, was er bisher darüber verstanden hat. Gehen wir das auch mal Schritt für Schritt durch. Fangen wir an mit der Aktivierung. Die Fähigkeit greift, wenn Seretnich sich gleichzeitig im Zetsu befindet und die Augen geschlossen hat. Der Vorgang. Er betritt sofort eine Vision der nächsten 10 Sekunden. Für ihn dauert sie 10 Sekunden. Von außen betrachtet passiert sie in einem Wimpernschlag, also es vergeht keine Zeit in der Realität. Und dann die Auslösung. Öffnet er die Augen unmittelbar nach diesen 10 außerzeitlichen Sekunden, beginnen genau diese 10 Sekunden sich in der wirklichen Welt abzuspielen. Dazu die Regeln, die er bisher sicher festgestellt hat. Er kann Ort und körperlichen Zustand von niemandem außer sich selbst verändern, während er die Zukunft beobachtet. Er kann Ort und Zustand von Gegenständen verändern, aber er kann diese Gegenstände nicht benutzen, um mit Menschen zu interagieren. Und der wichtigste Punkt, berührt er während der Zukunft einen Gegenstand, mit dem auch eine andere Person umgeht, dann nimmt diese Person den Gegenstand als völlig unangetastet wahr und benutzt ihn ganz normal weiter, obwohl sie ihn gar nicht hat. Er löst das Zetsu und fragt Salkov nach der Zeit, denn flucht er, weil er 2,92 Sekunden für die Aktivierung gebraucht hat. Er glaubt, dass er ein Plateau erreicht hat. Und er ärgert sich darüber, dass seine Versuche gescheitert sind, die Zukunft in eine von ihm gewünschte Richtung zu verändern. Dann bekommen wir eine Erklärung zu seiner Fähigkeit durch ein Beispiel, das ich sehr gut finde. Seretnich bittet Salkov, ihm Wasser aus dem Kühlschrank zu holen und aktiviert seine Fähigkeit, sobald Salkov den Auftrag bestätigt hat. Rauschen erfüllt sein Sichtfeld. Er sieht sich selbst reglos stehen, während Salkov eine Flasche aus dem Kühlschrank holt und sie ihm reicht. Die Vision endet, sobald er die Flasche entgegennimmt. Dann kehrt er in die Gegenwart zurück, öffnet die Augen, aber bleibt im Zetsu. Er sieht Salkov den Auftrag bestätigen und losgehen, also huscht Seretnich schnell selbst zum Kühlschrank und nimmt sich die Flasche. Und dann beobachtet er, wie Salkov den Kühlschrank öffnet, eine nicht existierende Flasche herausnimmt, zu seinem ursprünglichen Platz zurückgeht, sie einer Person reicht, die dort nicht steht und anschließend mitteilt, dass nur eine Flasche im Kühlschrank war und dass er Nachschub holen wird. Seretnich denkt weiter nach. Ihm fällt auf, dass er seinen eigenen Befehl an Salkov nicht in die Vision einbeziehen konnte. Daraus folgert er eine Beschränkung. Die Fähigkeit zeigt ihm nur die Ereignisse, die aus seiner eigenen Handlung folgen. Und er kommt zu dem Schluss, dass das immer noch eine junge Fähigkeit ist, aus der sich durch wiederholte Anwendung mehr herausholen lässt. Dann bemerkt er das Entscheidende. Obwohl die 10 Sekunden längst vorbei sind, glaubt Salkov weiterhin, dass Seretnich vor ihm steht. Der Grund ist, dass er im Zetsu geblieben ist. Und er erinnert sich daran, dass ihm genau das bei Theta nicht gelungen war. Dort war sein Zetsu zerbrochen, weil Melodies Fähigkeit über die Lautsprecher am Laufen waren. Er fragt sich, was Theta getan hätte, wenn er sein Zetsu gehalten und einfach weiter beobachtet hätte. Dann trinkt er die Flasche aus und wirft die Salkov an den Kopf. Sie prallt ab und fällt klappernd zu Boden. Salkov reagiert nicht. Mit noch ausgestreckten Armen denkt Seretnich über die Reichweite nach. Solange er am Zetsu bleibt, nehmen alle im Wohnbereich von Raum 1004 dasselbe wahr wie Salkov und reagieren auf nichts, was er tut. Seiner Intuition nach steht an dem Ort, an dem er die Fähigkeit aktiviert hat, eine Art Antenne. Die Fähigkeit wirkt in einer Kugel mit unbekanntem Radius. Und je weiter er sich vom Aktivierungspunkt entfernt, desto stärker wird ein störendes statisches Rauschen, wie schlechter Empfang eben. Daraus leitet er eine Hypothese ab. Verlässt er den Wirkungsbereich, kollabieren sowohl die 10 Sekunden Zukunft, als auch alles Nachfolgende sofort in die Realität zurück. Und das bedeutet zugleich, wer von außerhalb des Wirkungsbereichs zusieht, ist überhaupt nicht betroffen und sieht die Welt so, wie Seretnich sie sieht. Er nimmt sich vor, die Reichweite zu testen. Und trotz aller Beschränkungen genießt er den Moment und nimmt sich vor, König zu werden und die Welt zu der seinen zu machen. Die Sirenen verkünden dann das Kriegsrecht und Seretnich gerät in Ekstase, weil selbst dieser plötzliche Alarm sein Zetsu nicht gebrochen hat. Er hat die Kunst perfektioniert, es durch alles hindurch stabil zu halten, außer durch Schmerz. Dabei fällt ihm auf, dass das eigentlich unvereinbar ist mit seiner eigenen Auffassung von Zetsu als einer Technik, die die Sinne schärft. Valentine kommt herein, Dungeon sichert hinter ihm den Rücken. Valentine meldet, dass Benjamins Soldaten fordern, die Tür zu öffnen und drohen, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Seretnich tritt zurück auf seine ursprüngliche Position, markiert durch Klebeband auf dem Boden und löst das Zetsu. Er weist an, die Armee zu ignorieren, bis sie sich Zutritt verschafft, allen Anweisungen zur Kapitulation und Waffenabgabe zu folgen und unter keinen Umständen Widerstand zu leisten. Dann fordert er Salkovs Waffe, sagt ihm, dass er sterben wird und trägt ihm auf, den anderen exakt das zu berichten, was er sieht. Jetzt sehen wir dieselbe Szene wie aus Kapitel 417, nur eben aus Seretnichs Perspektive. Er steht daneben und beobachtet, wie Benjamin hereinstürmt und seine Waffe abfeuert. Er kommentiert innerlich, dass er erwartet hätte, dass Benjamin ihn vor dem Töten deutlich mehr zurichtet. Als Benjamin den vermeintlichen Kopf mit dem Stiefelabsatz in den Boden malt, zeigt er sich schnippisch verärgert
verärgert darüber, dass Benjamin nicht mehr Zeit auf ihn verwendet, obwohl er ihn doch so verachtet. Und er vermutet es richtig, dass Benjamin es eilig hat, weil er das Kriegsrecht ausgerufen hat, seinen Trumpf im Ärmel. Dann rechnet Cerrit nicht. Die Fähigkeit aufrechtzuerhalten sorgt dafür, dass alle ihn weiterhin für tot halten, aber es verbraucht die Aura, die das Biest gespeichert hat. Ist die Batterie leer, verschwinden Raum und Illusion. Seine Schätzung knapp 4 Stunden. Er leitet das aus der Annahme ab, dass das Biest ein Elftel der Zeit arbeiten kann, die es mit Aura aufgeladen wurde. Also beschließt er bald aufzubrechen, statt zu viel Zeit im Setsu zu vergeuden. Und ja, diese Antenne ist das zweite Nennbiest, was sich entwickelt hat, das wir schon damals gesehen haben. Cerrit nicht plant weiter. Er will ein Testament aufsetzen mit der Anweisung, den Sarg nicht zu öffnen. Das hält nicht ewig, reicht aber für die Zeit. Und er kalkuliert, wenn sein Sarg seinen Vater erreicht, der weder von sich aus Informationen preisgibt, noch zurückhält, hat er ein paar Tage oder ein paar Stunden, je nachdem wie lange jemand braucht, um herauszufinden, dass er noch leben könnte. Er nimmt sich vor, vorsichtig zu sein und muss die Bewegungen seiner eigenen Wachen und Benjamins Männer voraussehen. Also aller, die wissen, dass er tot sein sollte und die ihn erkennen könnten. Dann bemerkt er, wie Salkov und ein weiterer Wächter seine Leiche in einen Leichensack heben und wird daran erinnert, das Testament aufzusetzen. Ihm fällt außerdem auf, dass ein leerer Sarg auffallen würde, also beschließt er ihn, mit Waffen zu füllen. Und Salkov, während er den Körper einlädt, fragt sich, ob das, was er sieht, wirklich eine Illusion ist. Zwischen dem Gewicht der Leiche und dem Geruch von Blut und Innereien wirkt es zu echt. Salkov liest Cerrit nicht letzte Wünsche. Keine Beerdigung, keine posthumären Namenszeremonien und keine Verabschiedungen. Alle Aufbewahrungswünsche sind abgelehnt. Sein einziger Wunsch ist ein ehrliches, wahrhaft geeintes Land. Und Salkov erklärt den Grund für das Aufbahrungsverbot. Cerrit nicht hatte es für den Fall verfügt, dass Benjamin ihn tötet, weil er damit rechnete, entstellt und in einem würdelosen Zustand zurückgelassen zu werden. Während Salkov das vorliest, lehrt Cerrit nicht inzwischen umgezogen die abgegebenen Waffen in den Sarg. Und er erhält es für einen Glücksfall, dass die Männer, die den Sarg gebracht haben, nicht geblieben sind, weil er nicht weiß, was passiert wäre, wenn jemand von außerhalb des Wirkungsbereichs hineingetreten wäre. Auch das will er noch untersuchen. Das ist eine berechtigte Frage. Wir wissen, wenn Leute von außerhalb hineinsehen, sehen sie das gleiche wie Cerrit nicht. Aber was passiert, wenn sie in die Illusionssphäre eintreten? Sind sie immer noch das, was Cerrit nicht sieht, oder sind sie schon Teil der Illusion? Als Salkov fertig ist, fährt Vantine ihn an und gibt ihm die Schuld an Cerrit nichts Tod. Salkov versucht respektvoll zu deeskalieren und weist darauf hin, dass nichts zu machen gewesen wäre. Cerrit nicht ärgert sich über Vantines Getue und feuert 3 Kugeln auf dessen Stirn. Vantine streitet umbirrt weiter mit Salkov. Die Kugeln hängen an seiner Stirn zusammen und fallen zu Boden. Das ist die anschaulichste Demonstration der Regel. Gegenstände lassen sich bewegen, aber nicht gegen Menschen einsetzen. Ein Soldat der königlichen Armee spannt seine Waffe und droht alle festzunehmen, wenn sie nicht ruhig sind. Soldaten eskortieren Theta und einen weiteren Leibwächter aus dem Ruhebereich und melden, dass die Inspektion von Raum 1004 abgeschlossen ist und alle Anwesenden mit der Liste übereinstimmen. Ein Korporal erklärt, dass Cerritnichs Männer sich nun frei in Raum 1004 bewegen dürfen. Ein Verlassen ohne vorherige Ankündigung aber als feindseliger Akt gewertet wird. Und gemäß Cerritnichs letzten Willen wird sein Leichnam bis 6 Uhr morgens am 13. Reisetag nicht bewegt. Die Totenwache dient zugleich als Beerdigung und danach transportiert Salkov den Sarg allein. Cerritnich nimmt sich weitere Handfeuerwaffen von Stapel der beschlagnahmten Waffen und plant seine Route. Er hält es für wahrscheinlich, dass Benjamin zum Justizbüro zieht, um dort sein neues Hauptquartier einzurichten. Vermutlich über die kürzeste der 3 Routen von Ebene 1 zum Rest des Schiffs, Route C, für den allgemeinen Gebrauch an der Backbordseite. Route A an Steuerbord ist der königlichen Familie vorbehalten. Route B am Heck der Mafia und den Soldaten. Er entscheidet sich für Route A. Route B dürfte belebt sein, weil die Mafia-Bosse gerade von der Armee gesichert werden. Und er weiß, dass er sich keine Soldatenuniform beschaffen kann, weil seine Fähigkeit es nicht zulässt. Also muss er sein Gesicht verbergen und sich vorbeischleichen. Und er erwägt, eine chaotische Szene zu inszenieren, bei der jemand wegläuft, um sich eine Verkleidung zu beschaffen. Und dann, gerade als er losgehen will, hört er, wie Salkov Theta auffordert, den Sarg nicht zu öffnen und sich Cerritnichs letzten Worten nicht zu widersetzen und sie daran erinnert, dass es das 2. Mal wäre. Cerritnich dreht sich um und beginnt Theta zu verhöhnen und dann sieht er ihn direkt an, mit einem rätselhaften Blick im Gesicht. Cerritnich hält inne und fragt sich, ob sie ihn sehen kann. Er verwirft den Gedanken und ist erleichtert, als sie an ihm vorbei aus dem Wohnraum in den Ruhebereich geht. Er richtet die Waffe auf sie, nimmt sie wieder herunter und genießt für einen Moment das Vergnügen, ignoriert zu werden und macht sich dann auf den Weg. Und damit endet auch dieses Kapitel. Ich finde, beide Kapitel nacheinander zu lesen und wie wir alles, was wir zuvor von Benjamin gesehen haben in den vorherigen Kapiteln, seine Planmäßigkeit, sein Aufbau, seine Taten, einfach von Cerritnich mit seiner Fähigkeit überlistet wird und er nicht checkt, was eigentlich abgeht. Lass unbedingt ein Like und ein Abo da und wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche zu Kapitel 419 wieder. Bis dahin und ciao!